Morgen, es ist Tag 12, halb 9. Ich gehe jetzt erstmal frühstücken. So, Frühstück zum selber machen habe ich hier irgendwie nicht erwartet in einem Hotel, was ja auch ein bisschen Geld kostet. Es gibt eine Küche hier, man darf sich alles selber machen, es gibt ein bisschen Toastbrot und Butter. Ja, dafür werde ich dann aber auch alles Essbare mitnehmen, was hier ist. Ich muss ja schließlich nur öfter frühstücken. Aber selber sauber machen können wir auch. Alles klar. So, ich war dann doch nicht ganz alleine. Es gab noch einen anderen Gast in dem Hotel, aber kein Personal. Und die Dame da hat sich auch beschwert, dass der Service mit dem Frühstück ein bisschen seltsam ist und sie ziemlich enttäuscht ist. Ich ehrlich gesagt auch. Dann habe ich rausgeguckt und es war trübe und bedeckt, aber kein Regen. Deswegen habe ich jetzt meine Regenkombi ausgelassen oder weggepackt. Und natürlich fängt es jetzt direkt an zu regnen. Das einzig Positive an dem Hotel ist, das Motorrad konnte hier direkt unter dem Vordach stehen und ist deswegen halbwegs trocken. Finnland, Land der 1000 Seen. Ich habe mir das jetzt zur Aufgabe gesetzt. Ich werde mal zählen. 1. Njam, 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 njam. Frühstück. Ja. Lecker. Scheiße, jetzt habe ich mich verfahren. Da geht's nach Bethlehem. Verdammt.
Jetzt habe ich ein kleines Geräusch gehört beim Gas geben aus dem Motorbereich, so ein Klappern. Dachte ich mir, kann ja nicht verkehrt sein, ich halte mal kurz an, bock die Karre auf und guck mal nach dem Öl. Und nach mehreren Minuten Wartezeit, da ist kein Öl drin. Ja, dann habe ich mir gleich noch den hinteren Reifen angeguckt, der ist auch schon ordentlich runter. Bin jetzt ziemlich genau 4000 Kilometer gefahren. Heute ist Tag 12. Bin mir halt noch nicht so ganz sicher, bis wie weit man den runterfahren kann. Bis hier oder nur bis hier. Wenn man das hier noch runterfahren kann, dann sind das vielleicht noch 3 mm, wenn es hochkommt. Wenn man das hier alles runterfahren kann, dann sind es vielleicht noch 5. Naja, vorne ist er noch richtig gut, aber das war zu erwarten bei der schweren Beladung hinten. Bei meinem lockeren Gasgriff ist das fast normal. Ja, ansonsten habe ich schon richtig 4 Kilometer geschafft heute. Ich bin über 300 Kilometer schon gefahren, habe versucht dem Wetter auszuweichen. Die Temperatur ist auf jeden Fall wärmer jetzt, wir haben jetzt hier so fast 16 Grad, aber es kommt halt keine Sonne raus und es ist doch sehr stark bedeckt, bewölkt und ab und zu kommen halt immer wieder Schauer durch. Jetzt geht's gerade, jetzt ist trocken. Kann man das erkennen? Ich hoffe, man sieht das. Mehr als die Hälfte ist jetzt drin in diesem Schauglas, also ist okay. Shotgun plays, living it down till saw your face, honey. So, jetzt warte ich erstmal, bis es aufgehört hat zu regnen, weil das war jetzt der 7. oder 8. Schauer heute hintereinander weg. Immer ganz kurz kam die Sonne raus, ansonsten hat es wieder geregnet. Das geht mir so auf den Sack gerade. Aber naja, ist nicht halb so schlimm wie gestern. Gestern war ich ja richtig nass, heute bin ich nur so oberflächlich angefeuchtet. Es geht, aber es macht keinen großen Spaß zu fahren. Picknickplätze oder irgendwie überhaupt ein Dach über dem Kopf ist hier sehr rar gesät. Gibt es hier so gut wie gar nicht. Deswegen jetzt hier die Tankstelle mit dem Tisch, finde ich eigentlich eine lustige Idee. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber werde ich jetzt erstmal nutzen. Ich fordere unverzüglich besseres Wetter, ansonsten drohe ich mit der vorzeitigen Abreise aus diesem Land. Ja, es gibt ihn noch, den Atari in Finnland, Atari. Und Myllymäki finde ich auch gut, Myllymäki. Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, wo die Kiwis eigentlich herkommen, diese kleinen grünen Früchte? Kiwis? Aus Kiwi-Mäki. Erst Bethlehem, jetzt Manila. Wo bin ich hier? Hier jede Menge BMWs, hier muss irgendwie so ein BMW-Treffen gewesen sein. Und übrigens im Hintergrund
See Nummer 17. Fast übersehen. Und das ist dann auch mein Schlafplatz für diese Nacht. Ein Campingplatz, der noch nicht geöffnet hat. Ich wäre fast dran vorbeigefahren, so unscheinbar ist der. Aber es hat sich gelohnt. Das war jetzt eben cool. Der Campingplatz hat noch nicht offen, wie so oft. Und er ist auch noch recht unaufgeräumt. Und hier steht nur so ein Lieferwagen da und einer baut da so ein bisschen rum. Dann habe ich den gefragt, ob ich mit dem Zelt eine Nacht übernachten darf. Und ja, von mir aus kein Problem. Spezialpreis 10 Euro. Gut, würde ich ja machen, aber ich habe nur 5 dabei. Also habe ich ihm meine Visa-Card gezeigt. Geht nicht. Dann habe ich ihm mein Portemonnaie gezeigt, da sind wirklich nur ein 5-Euro-Schein drin. Na, dann musst du halt die 5 Euro nehmen. Jetzt habe ich eine Übernachtung für 5 Euro. Ist doch auch okay. Das Schlimme ist halt, dass man hier in der Nähe irgendwo, es ist so dicht bevölkert, das ist schlimmer als Brandenburg, dass man hier nirgendwo ein ruhiges Örtchen findet. Also ich habe jetzt echt über eine Stunde lang gesucht, mehrere Wege abgefahren und meistens steht am Ende des Weges dann irgendwo ein kleines Häuschen. 5 Euro, ein Zeltplatz, direkt am See. Das ist See Nummer ich zähle nicht mehr, ich hab's vergessen. Ja. So, jetzt gibt's erstmal was zu essen. Barbecue Chili Pork. Yum, 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 yum. So muss das aussehen. So, wenn man jetzt hier mal so guckt, blauer Himmel, ein paar Wolken nur, da scheint die Sonne, da hinten ist alles dunkel, grau und tief hängende Wolken. Und jetzt könnt ihr mal raten, aus welcher Ecke die Wolken kommen. Genau, von da. Juhu! Der Smoothie mal was gezaubert. Das sieht ja lecker aus. Oh, scheiß bitte. Schnell aufessen, bevor es hier anfängt zu regnen. Mahlzeit! Und ist es alle. Das war lecker. Bisschen scharf, aber lecker. So, es sieht wirklich nach Regen aus. Ich werde mal zusammenpacken. Und was habe ich gesagt? Kaum bin ich im Zelt, fängt es an zu regnen. Hurra! Ich muss doch noch mal was loswerden. Wie man ja wahrscheinlich hört, regnet es wieder mächtig. Ich habe jetzt bestimmt 1,5, 2 Stunden lang im Zelt gelegen.
nach dem letzten Regen, der ziemlich schnell vorbei war, und habe gelesen, jetzt musste ich mal kurz Pipi machen, und da bin ich kurz rausgegangen, und weil keiner auf dem Campingplatz ist, wollte ich nicht bis zur Toilette hinterlaufen, sondern bin halt hier so 5-6 Meter in den Wald reingegangen und habe da mich kurz mal an den Baum gestellt, und kaum, dass ich fertig war, fing es wieder an zu regnen. Also wie auch immer die das machen in Finnland, man wird hier echt streng überwacht. Sobald man das Zelt verlässt, fängt es an zu regnen. Finde ich echt klasse. Macht ihr richtig gut. Keine Ahnung, wie ihr das macht, aber ihr macht es gut. Immer macht weiter. Ich bin wieder am Zelt. Mir ist es egal. Dafür kam am nächsten Tag die Sonne wieder raus und ich bahne mir dann weiter den Weg Richtung Südfinnland. Und ich darf endlich mal wieder richtig schön im Wald schlafen.